Hallo liebe Raumschiffingenieure, wir bei der Spacefun Community sind ja schon seit längerem auf der Suche nach einem neuen Chatsystem. Wir verwenden bisher Telegram. Telegram ist aber etwas aus der Not heraus geboren, denn Telegram war damals das einzige Chatprogramm, was bei mir auf meinem Ubuntu Touch Handy überhaupt lief. Heute sieht die Situation unter Ubuntu Touch natürlich auch wieder ganz anders aus. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also wir können wirklich auch Alternativen anschauen und haben bereits einiges schon getestet und aktuell schauen wir uns mal gemeinsam Snicket an. Snicket ist ein Messenger, der auf XMPP basiert. Das ist also ein sehr etabliertes Protokoll, was es schon sehr, sehr lange gibt und was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Snicket gibt es hier auf snicket.org. Dort könnt ihr aber gar nicht so viel machen. Dort wird nur erklärt, wie ihr euren eigenen Server aufsetzen könnt oder auch, wie ihr Snicket selbst die App installieren könnt. Ich habe den Server für euch natürlich schon installiert. Ich habe hier einen Server aufgesetzt auf chatsecure.ch und dort könnt ihr euch ganz einfach für den Anfang mal einen Account beziehen und dann landet ihr auch direkt schon bei uns in der Spacefun Community. Dazu habe ich hier so einen Einladungslink erstellt. Der Link ist nur eine Zeit lang gültig, also jeweils, man kann so Einladungslink für einen Monat erstellen. Die haben einen Monat Gültigkeit und danach läuft er ab. Also wenn ihr einen neuen Einladungslink baut, schaut in die Telegram-Community, fragt dort einfach nach und ihr kriegt sofort einen neuen Invite-Code von mir zugesendet. Dieser Link sieht dann so aus, ich packe euch mal auch einen in die Beschreibung, also hier unter die Videobeschreibung mit da rein, dass ihr das direkt auch mal ausprobieren könnt. Der sieht jetzt in dem Fall mal so aus, der läuft dann halt irgendwann ab und hier könntet ihr direkt schon loslegen. Ich habe das jetzt hier mal auf dem Handy zuerst mal aktivieren wollen, weil wir möchten uns die App erstmal auf dem Handy installieren. Snicket gibt es für Android, aber auch für iOS, das gibt es dort auch. Ich zeige euch das jetzt hier auf einem Android-Gerät und wie das geht, das gucken wir uns jetzt hier mal gemeinsam an. Hier gibt es dann hier so einen QR-Code, den kann ich zum Beispiel auf dem Handy dann scannen. Ich schalte jetzt auch gerade mal um aufs Handy. Hier habe ich jetzt wieder mein EOS-Handy. Dort habe ich F-Droid bereits installiert. Falls du F-Droid jetzt noch nicht installiert haben solltest, dann schau dir unbedingt mal ein Video dazu an, denn dort erkläre ich das im Detail. F-Droid ist also installiert. Es gäbe Snicket auch im Play Store, aber ich empfehle euch wirklich, die Variante aus dem F-Droid Store zu nutzen. Hier in F-Droid habe ich erstmal diesen QR-Scanner installiert, denn über den QR-Scanner kann ich mir dann nachher sicher diesen QR-Code abscannen. Falls ihr den noch nicht habt, den nutze ich selber schon sehr, sehr lange. Und ich kann aber direkt auch schon die App Snicket hier suchen. Snicket, S-N-I-K-K-E-T mit Doppel-K. Und die könnte ich jetzt hier im Hintergrund bereits schon mal installieren. Das dauert natürlich eine Weile und nachher können wir dann diesen QR-Code, also diesen Invite, dann mit der Snicket-App auch öffnen. Das sollte dann eigentlich sofort ohne weiteres gehen. Das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Ich sage hier Installation und könnte das Ganze hier schon öffnen. Und hier müsste ich jetzt dann diesen QR-Code scannen. Den könnte ich jetzt hier direkt abscannen. Ich schaue aber auch mal, ob ich vielleicht den Link jetzt öffnen könnte. Den habe ich hier vorher schon mal eingescannt, den Link. Und könnte dann jetzt hier sagen, schon installiert, App öffnen, öffnen und jetzt kann ich hier schon ein neues Konto erstellen. Ich gebe jetzt hier einen Namen ein, ich sage jetzt mal Astronaut und dann könnte ich jetzt hier noch ein Passwort vergeben. Das habe ich jetzt mal hier vergeben, das kann ich dann nachher ändern. Und jetzt erstellt er hier schon ein Konto für mich. Hier könnte ich noch ein Profilbild anlegen und hier könnte ich auch noch sagen, dass es nur für Kontakte angezeigt werden soll. Ich überspringe das Ganze jetzt mal. Er fordert mich jetzt noch auf, die Akkuoptimierung zu deaktivieren. Das mache ich jetzt mal, damit ich dann auch entsprechend Benachrichtigungen erhalten kann. Das Ganze funktioniert auch über Unified Push. Ihr könnt das in den Einstellungen entsprechend konfigurieren und ihr seid dann hier schon in der Spacefun-Gruppe. Und ihr seht jetzt hier, da sind die ganzen Nachrichten verschlüsselt. Das Ganze ist halt mit einem Public Key und Private Key Verfahren. Das heißt, Nachrichten werden mit dem Public Key des Gegenübers verschlüsselt. Die kenne ich natürlich alle noch nicht und die Gegenüber kennen meinen Public Key auch noch nicht. Ich muss jetzt auch erstmal hier eine Testnachricht schicken. Testnachricht. So.
sage Senden und dann kann ich hier diese ganzen Schlüssel einladen. Hier könnte ich auch noch die Fingerabdrücke vergleichen. Das sind die ganzen Members, die jetzt schon in der SpaceFun-Gruppe mit dabei sind. Und ab da ist das Ganze dann auch verschlüsselt. Das seht ihr hier nachher auch, dass diese Nachricht dann als verschlüsselt gekennzeichnet wird. Ihr könnt also somit die alten Nachrichten leider nicht lesen. Das liegt an der Verschlüsselung. Das macht auch Sinn, weil, wie gesagt, die konnten noch deinen Public Key gar nicht kennen. Also ihr konntet das noch gar nicht verschlüsseln mit eurem Public Key. Erst ab jetzt könnt ihr diese neuen Nachrichten, die jetzt folgen, dann natürlich auch lesen. Das ist ganz klar. Und somit seid ihr schon dabei hier auf dem Android-Gerät. Wir schauen uns das Ganze aber trotzdem jetzt auch nochmal auf dem Computer an, denn da gibt es leider keine eigene App von dem Projekt, sondern wir können einen ganz normalen XMPP-Client dazu verwenden. Ich würde da empfehlen Guardium. Guardium ist ein XMPP-Client, der ist sehr beliebt, den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Sudo apt cache search Guardium. Suche ich den mal raus. Da habe ich ein Minus vergessen. apt-cache search Guardium. Und da wäre er schon. Also das wäre der Guardium XMPP Java Client. XMPP wurde früher auch oft als Java bezeichnet. Heute sagt man mehr XMPP. Ich sage also jetzt hier sudo apt install Guardium. Ihr könnt natürlich auch die grafische Paketverwaltung nutzen von eurem System. Hier ist es bei SpaceFun sogar schon mit dabei. Ich öffne jetzt mal Guardium, das ist jetzt hier unten. Und jetzt sollte im Hintergrund dann auch Guardium bereits schon starten und dort könnte ich dann mich mit dem Profil, was ich halt vorher angelegt habe, hier anmelden. Also ich habe hier ein Profil angelegt, astronaut@chatsecure.ch mit dem Passwort. Versuche ich mal, ob es geklappt hat. Jetzt könnte ich hier noch einen Kontonamen angeben, Astronaut, und eine Farbe auswählen, die ich möchte. Das kannst du dann für dich entscheiden. Ich sage mal hier blau und sage verbinden. Und dann seht ihr, hier bin ich dann auch gleich schon in diesem SpaceFun Chat mit dabei. Dort ist genau das Gleiche, also da müsstet ihr dann auch erstmal eine Nachricht schicken, weil hier habt ihr natürlich dann einen neuen Schlüssel. Also hier müsstet ihr eine neue Nachricht schicken. Noch ein Test von Guardium und hier ist es auch wichtig, dann dieses Schlosssymbol und dann Omemo auszuwählen für die Verschlüsselung. Denn dieser Raum bei Snicket ist automatisch eben mit diesem Omemo verschlüsselt. Und dann wird das hier auch grün und somit könnt ihr die Nachrichten dann auch sicher austauschen. Wenn ihr jetzt selber einen eigenen Server aufsetzen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch. Also das war jetzt für mich gar nicht so schwierig. Ich konnte dazu hier die Anleitung hier auf der Webseite befolgen. Da gibt es ja verschiedene Anleitungen für den Server zum Beispiel. Ihr könnt aber auch hier direkt bei den Projekten eine gehostete Instanz beziehen für ganz kleines Geld. Die kostet euch dann irgendwie ab $6 im Monat oder so. Also da seid ihr, wenn ihr das selber hostet wie ich, ungefähr gleich dabei. Also ich zahle jetzt ein bisschen weniger für meinen eigenen Server, aber das ist euch überlassen. Und wenn ihr diesen Server dann selber hosten möchtet, dann könnt ihr hier diese Quickstart Guide befolgen. Das Ganze geht in Docker. Ihr müsst einfach dann nur im besten Fall eine eigene Domain haben. Ich habe jetzt halt die Domain chatsecure.ch dafür gelöst. Und da müssten noch 2 Subdomains eingerichtet werden, die auf den CNAME, also auf den gleichen Namen zeigen, mit Aliases, und zwar Groups und Share, damit auch die Gruppenfunktionalität, die bei Snicket Circle heißt, funktioniert. Und dann könnt ihr Docker installieren, zum Beispiel hier nach der Anleitung. Ich habe jetzt hier ein Debian-System, dann könnte ich diese Anleitung befolgen. Und dann kann ich einfach hier das Verzeichnis anlegen, da reinwechseln, diese Docker Compose-Datei herunterladen und eine kleine Konfiguration anlegen, wo dann der Domainname von mir drin steht. Da steht bei mir jetzt chatsecure.ch drin, Snicket Admin E-Mail, da dann die E-Mail-Adresse reinpacken und fertig. Und dann könnt ihr das starten und dann ist das Ganze eigentlich schon betriebsbereit. Also so einfach ging das Ganze bei mir. Da musste ich noch einen Admin-User für mich anlegen, damit ich dann auch AdministratorInnenrechte habe auf dem System. Und dann kann ich mich auch schon an diesem Webportal anmelden. In diesem Webportal habe ich dann hier die Möglichkeit, die Benutzer zu verwalten, eben diese Gemeinschaften, Circles heißen die bei Snicket.
anzulegen. Da habe ich jetzt eine angelegt halt für Space Fun, eine für die Familie und dann die Einladungen zu verschicken. Ohne diese Einladung kommt keiner auf euren Server drauf. Die Einladungen laufen, wie gesagt, nach einer Zeit ab. Also ich müsste an euch immer wieder neue erstellen. Das ist aber kein Problem. Guckt da einfach in dem Telegram-Kanal von uns nach. Dort findet ihr dann die aktuelle Einladung. Den Telegram-Kanal könnt ihr ja hier unter Community einfach betreten. Den gibt es hier weiterhin. Und da steht dann auch, wenn du eine Snicket-Chat-Einladung möchtest, dann guck einfach in Telegram vorbei. Probiert das Ganze doch mal aus. Also uns macht es wirklich sehr viel Spaß. Wir finden das wirklich eine tolle Lösung. Wir können auch mit verschiedenen XMPP-Clients darauf zugreifen. Wir haben jetzt im Moment getestet GarGym, eben den Snicket-Client auf Android. Ich habe auch GarGym auf dem Mac OS getestet. Wir haben auch Conversations getestet, denn der Snicket Client ist eigentlich nur ein abgewandeltes Conversations, also ihr könnt auch direkt mit Conversations reingehen und ihr könnt natürlich auch mehrere Konten benutzen. Also zum Beispiel GarGym erlaubt euch mehrere Konten zu verwenden. Falls ihr also schon ein XMPP-Konto habt, könnt ihr das nebenbei verwalten und macht einfach noch ein neues auf diesem Snicket-Server. Denn dann könnt ihr und nur dann könnt ihr diese Circles betreten, also diese verwalteten Gruppen. Die können dann wirklich hier für kleine Communities toll hier verwaltet werden, über Gemeinschaften verwalten. Und da kann ich hier zum Beispiel sehen, wir haben jetzt aktuell 12 Mitglieder. Ich hoffe, wenn ihr dazu kommt, werden wir bald mehr. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch und falls du noch Fragen hast, dann frag einfach. Wir sind immer für euch da und wir helfen euch gerne. Wir probieren das gemeinsam aus. Bis bald und tschüss.